denke an dich. Dann lies doch Darwin. Der Stärkere überlebt. Was soll das denn jetzt? Na ganz einfach, schon in der Natur hatten Trottel und Weicheier keine Chance. Hört endlich auf mit diesem Schwachsinn oder ich schmeiß euch raus. Alle beide. Ich weiß einfach nicht mehr, ob ich Nico liebe oder dich. Was soll das heißen, du weißt nicht, wen du liebst? War das nicht deutlich genug? Was erwartest du, dass ich jetzt sage? Ach, gar nichts. Komm, vergiss das. Ich weiß nicht, was ich rede. Aber... Ach, nichts. Jana, Schon gut. tolle Vorstellung, Herr Fritsche. Rechnerisch ist alles einwandfrei. Aber der will doch nur auf meine Kosten glänzen. Und wenn er wirklich nur ein gutes Geschäft machen will für beide Seiten, Wann bitteschön hat Ansgar denn überhaupt schon mal fair gespielt? wieso kannst du denn nicht einfach glauben, dass er sich geändert hat? Weil ich ihn kenne. Mach's gut. Ciao. Er muss genau wie du damit fertig werden, dass euer Vater vielleicht nicht mehr lange lebt. Tut mir leid, aber ist es nicht Grund genug, sein Leben zu ändern? Selbst Johannes glaubt ihm. Wir machen den Schluss. Ja, wir sind gleich weg. Okay. Gib Ansgar eine Chance. Vielleicht wartet er ja nur darauf, dass er sich euer Vertrauen wieder verdienen kann. Habe ich dich zu früh wach geklingelt? Ich freue mich, dass wir noch ein bisschen Zeit für uns haben, bevor die anderen kommen. Die sollten wir dann auch sinnvoll nutzen. Sag mal, wo hast du eigentlich so gut küssen gelernt? Bei dir? Du hast wirklich Talent. War ja klar. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Guck mal, wer uns Brötchen mitgebracht hat. Ja, ich dachte, wenn ich mich schon zum Frühstück einlade. Ja, nett, danke. Bist du sicher, dass du nichts willst? Ja, Morgen. Magst du Rührei mit Speck? Nein. Gut, dann bleibt eben mehr für mich. Es macht ganz schön hungrig, die ganze Nacht aufzulegen. Hat aber gut getan, wieder hinter den Turntables zu stehen. ja, bestimmt. Oh, ich gehe schon. Warum jetzt? Ich verstehe nicht. Warum musst du ausgerechnet jetzt wieder Gefühle für mich haben? Warum nicht vor einem Jahr? Da wäre alles noch so viel einfacher gewesen. Ich hab mir das so Morgen. Na, du hast geschlafen? Ja. Magst du? Lecker. Hat die Lust auf Schwimmbad? Also ich habe meine Mappe in der Kunsthochschule vergessen. Hey Luca, weißt du mit dem Motorrad? Wo der Schlüssel ist, weiß ich schon. Wartet nicht auf mich. Aber... Sag mal, was schuldig dir eigentlich? Das geht aufs Haus. Oh, kommt überhaupt nicht in Frage. Keine Widerrede. So, und jetzt raus mit dir. Du musst noch fleißig sein. Na gut. Aber dafür revanchiere ich mich heute Abend mit einem Essen. Um 8?
Kann ich dich noch anrufen? Wieso? Hast du etwa noch eine andere Verabredung zum Dinner? Allerdings einen distinguierten Herrn, der mir sehr lieb und teuer ist. Ich hoffe nur für dich, ist es dein Steuerberater. Nun ja, meine Steuern macht er auch. Auch? Ich wollte vielleicht mit Papa essen gehen. Na gut, das ist genehmigt, ausnahmsweise. Sag mal, wie läuft's eigentlich bei Brandnerbau? Wie immer, glaube ich. Aber habt ihr in der Bank für sowas nicht Experten? Auf keinen Fall möchte ich, dass du den Kredit doch noch bewilligst, nur weil du ein schlechtes Gewissen hast. Das hatte ich auch nicht vor. Wie du weißt, trenne ich ja Privates und Geschäftliches. Vielleicht gibt es doch noch eine Möglichkeit, wie man Brandnerbau aus den roten Zahlen bekommt. Ach, wirklich? Das käme genau zur richtigen Zeit. Ich schau mal, was ich tun kann. Aber bitte verrat deinem Vater noch nichts. Vielen Dank für den Frühstücksservice. Das war Konstantins Idee. Dann macht euch einen schönen Tag. Habt ihr was Besonderes geplant? Was hältst du davon, wenn wir heute ins No Limits gehen, ein paar Runden Pool spielen? Klar, coole Idee. Super. Also, viel Spaß. Ciao. Ciao. Lisa, was machst du denn dann heute? Also Billard. Super, bin gleich fertig. Komm doch einfach mit. Sah nicht so aus, als ob Paul das gut finden würde. Na und? Meinst du nicht, wir sollten ihm langsam mal sagen, was wir... Los. Ja? Ich weiß nicht, wie soll ich das erklären? Paul und ich haben halt manchmal so rumgesponnen. Wie es ist mit Mädchen und so. Stehst du? Ich kann's mir denken. Männergespräche. Genau. Und ich weiß nicht, wie er das finden würde, wenn ich jetzt plötzlich mit seiner Schwester... Und was machen wir dann? Früher oder später findet er es doch sowieso raus. Soll ich es ihm sagen? Nee, auf keinen Fall. Das muss ich machen. Konstantin, wir können... Ja. Also, vielleicht ist es am besten, dass ich jetzt einfach mit ihm abzische und ihm dann alles in Ruhe erkläre, ja? Vielleicht hat Andi wirklich bloß seine Mappe vergessen. Ich glaube eher, dass er mir ausweichen wollte. Ne? Da will aber einer raus, was? Sorry. Komm. Peppa, komm. Andi ist immer noch verletzt, oder? Mann, hätte ich ihn bloß nicht mit Luca betrogen. Was mache ich denn jetzt? Das weiß ich ja auch nicht. Ja, aber Tu mir einen Gefallen. Diskutiere deine Beziehung mit wem du willst, aber nicht mit mir. Also gewissermaßen ein Indoor-Spielplatz. Ja. Was hältst du von Ansgars Idee? Ich denke, das hat Hand und Fuß. Jedenfalls wäre das Risiko für Brandnerbau nicht sehr hoch und allen wäre geholfen. Ja, das klingt vernünftig. Hat Ansgar denn schon mit Herrn Brandner gesprochen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Brandner ausgerechnet mit Ansgar reden möchte. Das Kongresszentrum hat Brandnerbau ruiniert. Naja, natürlich ausgeschlossen. Ja, dann kannst nur noch du Herrn Brandner die Offerte unterbreiten. Ja, das wäre das Beste. Ich bin wirklich froh, dass Ansgar und du so gut zusammenarbeiten. Trotz aller Differenzen. Schön zu wissen, dass hier nicht alles zusammenbricht. Mach dir keine Sorgen. Sag mal, hast du eigentlich Stress mit Lisa oder warum wolltest du sie nicht dabei haben? Nö, ich dachte nur, sie muss ja nicht ständig mit uns abhängen. Oder siehst du das anders? Also, seitdem sie nicht mehr mit dem Kai abhängt, ist sie eigentlich ganz erträglich. Oder glaubst du, sie hat einen anderen? Keine Ahnung. Wie sieht's bei dir eigentlich aus, so frauenmäßig, meine ich? Wo du so fragst. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Deine Ablenkungsmanöver kannst du knicken. Oder meinst du, ich bin so blöd und bekomme nicht mit, was zwischen euch abgeht? Dann müsste ich mir noch Reitstiefel kaufen. Nein, wir haben genug Reitstiefel auf dem Schloss. Da werden wir schon was in deiner Größe finden. Also gut, wann soll ich rauskommen? Sagen wir 3 Uhr? Okay, das müsste ich schaffen. Okay, dann bis dann. Bis dann.
Ich habe gerade mit Vater über dein Konzept für Brandnerbau gesprochen. Ach, sieh an. Dann nehme ich mal an, du hast kein gutes Haar daran gelassen. Ganz im Gegenteil. Ich bin gleich mit Herrn Brandner verabredet und werde ihm deine Idee vorstellen. Kluge Entscheidung. Du erstaunst mich. Sei dir nicht zu sicher, Ansgar. Ich kann immer noch aus dem Deal aussteigen. Nein, nein, ganz ruhig. Ich wollte ja nur ein Kompliment machen. Immerhin lässt du dir ein gutes Geschäft nicht durch persönliche Animositäten durch die Lappen gehen. Das hat Stil. Es geht mir ja ausschließlich um Vater. Ich will ihn nicht auch noch mit unseren Differenzen belasten. Einverstanden. Und mach dir nicht zu große Hoffnung. Direktorin der Bank bleibt immer noch ich. Ob es dir passt oder nicht. Okay, das akzeptiere ich. Hör zu, ich habe Vater einfach nur versprochen, dass wir gut zusammenarbeiten. Daran möchte ich mich halten. Freut mich. Ich muss mit Ihnen sprechen. Was kann ich denn für Sie tun, Frau Doktor? Es war nie die Rede davon, dass das so lange dauert. Ich will endlich mein Geld sehen. Ja, ganz ruhig, das kriegen Sie schon noch. Worauf warten wir denn noch? Ja, alles zu seiner Zeit. Mit dem Alten verfahren wir weiter so wie bisher. Und zunächst mal mache ich meine Schwester fertig. Du, es interessiert mich nicht wirklich, was du an Lisa alles toll findest. Mich interessiert, seit wann er mich verarscht. Also vom Verarschen kann doch keine Rede sein. Seit wann? Seit dem Turnier. Da haben wir uns jedenfalls zum ersten Mal geküsst. Womit ein Totaldurchhänger dann auch endlich erklärt wäre. Hör mal zu, wenn du ein Problem damit hast, dass Lisa und ich zusammen sind, Hey. dann... Ich mag's nur nicht, wenn man mir irgendwas vorspielt. Das war noch ziemlich schlecht. Es tut mir leid, dass ich nicht sofort was gesagt habe. Aber ich wusste wirklich nicht, wie du reagieren würdest. Die hat's aber nicht lang zu Hause ausgehalten. Hey, ich wollte nur gucken, ob eine Freundin zufällig hier ist. Du kannst die Luft rauslassen. Ich weiß Bescheid. Dann brauchen wir uns ja gar nicht mehr verstellen. Luca, bist du da? Ich bräuchte nur ein paar Platten. Will der denn, dass der Hund sich draufsetzt? Künstler. Wir müssen reden. So, ich habe viel nachgedacht in letzter Zeit und die ganze Geschichte. Jedenfalls habe ich in letzter Zeit öfter darüber nachgedacht, dass ich damals einen Riesenfehler gemacht habe. Das fällt dir ein bisschen zu spät ein. Finde ich nicht. Spinnst du? Es kann jeden Moment jemand reinkommen. Ist keiner hier. Hey, Coco! Ich muss dann auch schon wieder los, ne? Tschüss. Ich gehe auch mal mein Zimmer aufräumen. Du, warte. Ist dir eigentlich klar, was du hier abziehst? Wir haben uns das also noch mal überlegt. Sie haben den Kindergarten ohnehin bis ins Detail geplant. Also bringt Brandnerbau das nötige Know-how mit. Die zusätzlichen Investitionen, die wären auch nicht hoch. Für dieses Projekt also geben Sie mir den Kredit? Wir hatten eher an eine Beteiligung der Lahnstein Holding gedacht. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich denke, Sie kennen meine Einwände gegenüber der Lahnstein Bank. Ich muss mir das überlegen. Kein Problem. Rufen Sie mich einfach an, wenn Sie sich entschieden haben. Oh, bitte bemühen Sie sich nicht. Ich finde alleine raus. Ich habe auch einen Termin. Ja, dann hoffe ich, dass wir ins Geschäft kommen. Ja, möglich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
zwei. Hallo. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Sag mal, du wolltest doch heute noch mit Arne ins Schneiders gehen, oder? Ja. Das heißt, das Wohnzimmer ist frei und ich kann mit Konstantin DVDs gucken? Ungestört? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Oh. Hammer. Sieht ja so aus, als hätte es endlich mit Lisa und Konstantin geklappt. Du hast es erraten. Begeistert scheinst du nicht darüber zu sein. Warum auch? Seitdem die beiden zusammen sind, hat Konstantin keine Zeit mehr fürs Training. Es ist halt so, wenn man frisch verliebt ist. Und wir wären so ein gutes Team. Ach, Konstantin lässt sich bestimmt nicht hängen. Ja, und jetzt haben wir ständig Lisa an der Backe. Na, klasse. Die Freundschaft ist ja wohl ziemlich wichtig, hm? Musste sie sich ausgerechnet da reinhängen? Konstantin war mein bester Kumpel. Ich bin mir sicher, Konstantin sieht das genauso. Ihr werdet bestimmt noch genug Zeit füreinander haben. Na, hoffentlich. Hi, weißt du, ob Andi schon wieder da ist? Oh, sorry. Den habe ich seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Also doch. Ja, ist doch offensichtlich, dass er mir aus dem Weg geht, seitdem er weiß, dass wir beide... Mach dich nicht verrückt. Andi verzeiht uns den Fehltritt schon. Bist du sicher? Er redet kaum noch mit mir. In der Sache sind wir Männer gleich. Andi braucht einfach eine kleine Auszeit. Dann ist er wieder der Alte. Hoffentlich hast du recht. Ich weiß einfach nicht mehr, ob ich Nico liebe oder dich. Oh, I left you, but you never really felt that far. Oh, I Mann, Andi, du bist so ein Vollidiot. 'Cause it seemed to hurt us less than a mistake. Weißt du, was richtig fies ist? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich machen soll. Ist das denn so schwer? Noch vor ein paar Monaten hätte ich nicht gewusst, wohin vor Glück, wenn Andi zu mir zurückgekommen wäre. Und jetzt? Es ist alles so vertrackt. Ich weiß nicht, ob ich ihm je wieder vertrauen kann und ich will Nico auch nicht verletzen. Das ehrt dich, aber gegen die Liebe kommt man nun mal nicht an. Hat doch bei Nico und Andi damals auch nicht geholfen. Danke für die Erinnerung. Aber so einfach ist das nicht. Doch. Hör auf dein Herz. Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Ihr Kind wieder einen Asthmaanfall bekommen sollte, dann gehen Sie bitte einfach zum Arzt. Vielen Dank, Gräfin Lahnstein. Das hilft mir wirklich. Kein Problem. Sie haben genug Überstunden. Wie lange braucht Ansgar denn mit seinen Stiefeln? Du kennst ihn doch. Auch beim Reiten muss alles perfekt sein. Na, dann sag ihm, ich bin schon unterwegs. Mach ich. Viel Spaß. Ich komme gleich noch mal zu Ihnen. Oh Gott, was ist denn mit Amadeus passiert? Wer hat den denn aufgezäumt? Es ist alles vorbereitet. Ach, vorbereitet nennen Sie das. Ja, der Steigbügel hängt doch runter. Das ist doch nur eine Lappalie. Ich hatte einen Termin. Wissen Sie was? Diskutieren Sie nicht mit mir, machen Sie einfach Ihre Arbeit. Sagen Sie mal, sind Sie außerdem noch blind? Was denn jetzt? Ich habe Ihnen schon oft genug gesagt, dass das Wappen auf die andere Seite gehört. Entschuldigen Sie, aber ich musste zum Arzt. Dann kommen Sie mich mit der Mitleidstour, ja? Okay, das reicht jetzt. Sie sind gefeuert. Dann können Sie so viele Termine machen, wie Sie wollen. Aber mein Kind... Das interessiert mich nicht. Wenn ich von meinem Ausritt wiederkomme, will ich Sie hier nicht mehr sehen. Das hast du wirklich gemacht? Könnt ihr nicht mal für 5 Minuten die Klappe halten? Entschuldigung. Wer ist denn die Frau? Ich dachte, die wurde eben umgebracht. Das war ein Traum. Wäre eher doof, wenn man die Heldin schon nach 5 Minuten ins Jenseits befördert, oder? Man wird ja wohl auch fragen dürfen. Hey! Konstantin,
Von gestern noch. So ein Arschloch. Jetzt wieder ein paar neue Er hat den Paul weggebeamt. So ist der Name vergraut. Ich hab einen Job, ich muss auch mal schlafen. Benno ist am Telefon, er ruft aus Polen an. Hey, da bist du ja. Können wir jetzt miteinander reden? Hör zu, es tut mir leid, wenn ich dich vorhin so überrumpelt habe. Ich weiß selbst nicht, was mit mir los ist. An dem Punkt waren wir schon mal. Das stimmt. Aber vielleicht können wir herausfinden, wie es von dem Punkt aus weitergeht. Weißt du, was mir das noch vor ein paar Wochen bedeutet hätte? Und jetzt? Ich habe geglaubt, wieder mit dir zusammen zu sein, wäre das Schönste auf der Welt. Aber jetzt, wo ich es haben kann, da will ich es nicht mehr. Bist du sicher? Es ist vorbei. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, das nächste Mal reitest du auf Amadeus. Ich bin damit lebensmüde. Komm schon, deine Flugangst habe ich da auch in den Griff gekriegt. Apfelschale? Groß und eiskalt. Sag mal, bleibst du eigentlich zum Essen? Ich weiß nicht. Seid ihr im Moment nicht lieber unter euch? Ich meine als Familie? Ach komm, du gehörst da praktisch dazu. Trotzdem. Jetzt, wo du dich mit Carla besser verstehst, da dürfte doch dem Geschäft mit Brandnerbau wirklich nichts mehr im Wege stehen, oder? Habe ich es etwa dir zu verdanken, dass Carla jetzt meinem Konzept für Brandnerbau zugestimmt hat? Ich habe ihr nur gesagt, dass du dich ändern kannst. Hm. Danke. Das bedeutet mir sehr viel, weißt du? Ich will nicht, dass Vater sich auch noch wegen Carla und mir Sorgen macht. Nein, wirklich. Carlas Vertrauen ist mir sehr wichtig. Ich weiß. Nun setz dich doch bitte, Carla. Also, was gibt's? Es geht um Ansgar. Er ist noch genauso intrigant wie eh und je. Ich habe mir gleich gedacht, dass das nicht gleich reibungslos laufen wird. Allerdings hätte ich nicht erwartet, dass du dich bei mir beschwerst. Ich weiß. Aber ich traue ihm einfach nicht zu, dass er sich wirklich geändert hat. Du traust ihm nicht? Unter diesen Umständen kann ich die Holding nicht mit Ansgar leiten. Und nun? So leid es mir tut, du musst dich entscheiden. Entweder Ansgar oder ich.